Bin gerade eben beim Attila angekommen. Hi Atti, Servus. grüß dich. Und wo geht's jetzt hin? Zum Gerd, zum Sondertreffen. Geil, und jetzt sind wir endlich mal zusammen unterwegs, fahren zum Gerd. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Wir sind jetzt unterwegs, brauchen eine Stunde, gell? Ja, so eine Stunde. Eine Stunde Fahrt. Ja, wir fahren da ganz gemütlich hoch und dann schauen wir mal, wer schon da ist. Party! Jawohl, das kannst du laut sagen. Aber hallo. Ja, Wetter ist natürlich schlecht, aber wie gesagt, wir wollen ja heute nicht sondeln gehen. Morgen und übermorgen ist soweit. Und dann geht's los. Genau. Und jetzt fahren wir weiter. Jetzt sind wir nämlich gleich da. So, jetzt sind wir in Säubersdorf. Vom Regen alles sauber. Edeka Fröhlich. War nicht schlecht. Fröhlich sind wir ja, oder? Ja, hallo. Dann können wir reingehen. Perfekt. Du weißt, wo es ist? Ja, ich weiß, was es ist. Perfekt. Wunderbar. Wahrscheinlich wird noch keiner da sein, außer der Markus, Schatzsucher. So, jetzt, wir sind schon hier angekommen. Der Gerd hat hier schon richtig schön vorbereitet. Hier sind die Preise. Richtig geil. Da gucken wir später noch drauf. Und was ich ganz besonders schön finde, ist diese Tassen. Habe ich extra anfertigen lassen für heute. Voll schön. Sind sehr schön. Na, kannst ruhig was sagen, kein Problem. Und ein Bild von 2015 ist auch noch drauf. Das sind die Teilnehmer. Richtig toll. Na, da bin ich echt gespannt. Ja, also, sag ich doch, Stefan. Sag mal, wo warst denn du? Wir warten und warten, dein Bier ist schon total kaputt. Alter, grüß dich. Super. Ihr seid schon ein bisschen da. Ja? Ne? Ich muss immer an Schottland denken, wenn ich dich sehe, du. Das stimmt, das ist schon ein bisschen. Geil, oder? Ich habe alles mitgemacht. Hey, Atti, sprech ruhig weiter. Ja, danke. Hört sich alles gut an. Ja. Ich finde Ist der Fachmann. es halt wichtig, dass man, wenn man mit dem Landesamt zu tun hat, dass man auch eine Funddokumentation schriftlich macht. Viele Heimatpfleger oder sowas oder auch Museumsleiter nehmen Funde an, aber der Finder hat halt nichts in der Hand. Er weiß dann nachher nicht mehr, welcher Fund wurde eigentlich wann wo gefunden, Verortung, Fragezeichen. Und beim Landesamt ist es so, du hast deine GPS-Daten, du hast deine Flächennummer, du hast alles drin und die Archäologen dokumentieren das auch. Doof ist halt, dass die Archäologen überlastet sind, dass es nur bei uns einmal im Jahr geht und dass am Ende nur der Bittsteller ist, mit diesen Funden sozusagen zwischen reingeschoben ist. Das Allerbeste war, wir haben dann noch gesprochen, Silices und Keramikfunde, die das 8 Jahre liegen oder so, das ist der Wahnsinn. Markus telefoniert mit Gerd. Ja, wir müssen nachfragen, unser Organisator bleibt. Hallo? Tja, ist weg. Ist weg, schon. Er steht irgendwo im Stau. Oder? Ich stehe im Stau. Keine Verbindung. Anruf beendet. Aber ich habe gehört, Bilder drauf. Ja, genau, super. Heute zu den Team dieses Jahr, zu den Treffen von englischen Bereich ist Vince, correct? Okay. Then after, hopefully my brain is good. Then we have Dave, his youngest son. I can't remember your name, so Micha. Okay. Also neu in der englischen Bereich, obwohl der Dave auch sehr gut Deutsch redet, der ist mehr Bayer wie Amerikaner mittlerweile. Dann haben wir noch den Rainer, den Franz aus Italien, Markus, Sven, Udo, and that's about it. Yep. So we should be complete. Also sind wir schon mal da komplett. So let's go with something new for this hunt or this weekend. This time the agreement is actually for every single person. I would like every single person put their name in print form, their address and signature and date. And it also is in German and English. Es ist also in Deutsch und Englisch diese Vereinbarung. And I'm not taking any liability claims or anything like that. You have your own risk, your own fun detecting it. If you hurt yourself, tough shit. You better be in trouble. So there you go on that one. Plus also, last year we had some elderly folks that forget some stuff.
and I had to send it to them. So I'm not quite sure, I'm not going to mention any names, but whoever was here remembers that. So, nur was wir euch in Deutsch, also ich hatte irgend so ein älterer Herr hier, so noch soll ich vergessen, letztes Jahr, und ich musste es natürlich wieder auch nachschicken, und dementsprechend hat das nicht so gut funktioniert, ne, bei Michael. That's why I need the address, plus also, this year, most likely on Sunday, we're going to have somebody come and take a look at the finds. So if there's something that he thinks is maybe historical valuable for Bavaria, do you remember the agreement? We will take it to the Heritage Office, we have it recorded, plus I need your address, because once we get it back, we can have it sent to you. So please do not hide anything, be as fair, you know, you will, we are in Bavaria, and to 99.9% you get the stuff anyway. So we just want to record it anyway, so it is here. Also für euch in Deutsch nochmal, warum ich dir auch die Adresse haben will und so ist, es ist ganz klipp und klar in der Vereinbarung. Alles was historisch wertvoll ist für Bayern, soll auch erstmal in Bayern registriert werden. Vielleicht kann man es auch in Bayern lassen, kommt drauf an. Jedenfalls am Sonntag kann sein, dass jemand kommt, der was sieht, was wir nicht kennen und so weiter, und dann schauen wir mal, dass das funktioniert. Also, you noticed there's a little gift for everybody, a cup, right? That cup I paid out of my own pocket. There's a little piggy bank right there because it did cost a few euros to have made up. And the stickers also. The stickers are actually also sunproof, UV-geschützt. So, if you don't mind, I'm not going to say a price or anything like that. Whatever you think is good enough for you to put into that piggy bank. Anything left over from that money that doesn't pay the bill will be given, like I say, do every year for good cause. So it will be donated. Wie gesagt, die Tassen und so habe ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt natürlich. Und es wäre ganz nett, wenn man einen kleinen Obolus in diesem Sparschwein bekommt. Darüber jetzt werdet ihr auch, ihr werdet Bier haben, Getränke, Brezen und so, das muss alles bezahlt werden. Der Markus bringt nicht alkoholische Getränke mit und so weiter. Und es ist doch ein Kostenfaktor irgendwo, wo man dann sagt, okay, jetzt müssen wir doch bitten um eine kleine Spende. Alles, was übrig bleibt von dem Geld, wird gespendet, so wie letztes Jahr, was Geld übrig geblieben ist, für eine gute Sache. Ich weiß noch nicht was, kommt darauf an, wie viel übrig bleibt, aber es wird hier in der Gemeinde bleiben, auf alle Fälle in Bayern. Okay? So, like I said, from the guys that weren't here last year, all historical finds will stay in Bavaria at first, so get registered. Also alle Funde bleiben erstmal hier in Bayern. Historical items, bags. This year we have plenty of bags you can take along with you. And that was sponsored by one of the Abenteuer Schatzsucher, one of the detector guys. He sent a whole box full, and some of them are as prizes in there. And the rest I said I'll keep, so anybody can take yourself a bag, waterproof pen, put the coordinates on it if you find something of historical value, and put your name on it. And then I will make sure that it comes back to you, or it gets registered. Also wie gesagt, wenn euer Name drauf ist und die Koordinaten vor allen Dingen ist ja wichtig für uns, dann bekommt ihr auch eure Sachen wieder zurück natürlich. Das ist ja ganz klipp und klar. Und so. Any fines above 100 euros, also irgendein Pfund, der mehr wert ist wie 100 Euro, muss geteilt werden mit den Bauern. Bisher hatten wir noch keinen. Also ich schon mit den bronzenen Armreife, aber da hat der Bauer gesagt, braucht man nicht, und ich habe es sowieso der Gemeinde geschenkt. Ich habe es also nicht verkauft, sondern der Gemeinde gestiftet, die 2 bronzenen Armreifen. Okay, so whatever you dig up, you take with you. I'm going to have a trailer with me this year. So a big trailer in the back where we put all the trash in. And so please, what you dig up, you take. If you go below a certain feet, Attila, okay, if it's big, you still have to dig it, even if it's 70 centimeters down, okay. He was so lucky to find a nice shield last time, so there you go. Also letztes Jahr hat der Attila war so nett und hat so ein Emaille-Schild ausgegraben, ne, so 70 Zentimeter tief. Wenn du anfängst zu graben, dann gräbst du es auch aus. Period. Also,
Ne, ganz klipp und klar. Okay. Wie gesagt, ich habe auch einen Anhänger mit dabei. Und alles, was Müll ist, kann man dann da hinten drauf tun. Metallschrott auf alle Fälle. Den ganzen Müll nehmen wir mit. Weil es gehört sich einfach so. Das macht ihr daheim auf eure Genehmigung normalerweise auch. Und wir machen das hier auch. Und so ist das einfach. Löcher wir werden ein Gebiet haben, das ist Baugebiet. Wir wissen, ich weiß noch nicht, ob wir morgen hinkommen oder übermorgen. Das wird erschlossen gerade. Da sage ich mal, es ist wurscht, da wird lauter Löcher gegraben, aber normalerweise macht ihr das Loch auch bitte zu. Denkt dran, Grasnarben, man sticht das Gras aus und klappt wieder ein. So grass, if you're on a pasture or anything like that, you don't just dig like a mole or something like that. You open it and you close it again. Okay, make a plug. Stay on the permission to the tape. Bleibt bitte auf die Genehmigung drauf, wandert nicht irgendwann das hin. Wandert einer runter in irgendein Gebiet, wo Bodendenkmal ist, wir sind in der Nähe von Bodendenkmälern, wird er automatisch ausgeschlossen. Ganz klipp und klar. Will ich nichts von wissen, mache ich selber nicht, also erwarte ich das Gleiche von euch bitte. What I said, heritage site, we will be close to some. If I see you move off the permission towards them, you will be at that point this close of the group. You can either sit here if you're from somewhere else and wait for us, but you're not coming to take them with us again. That's fair enough, I hope? Okay. A little thing about moved soil and unmoved soil. So it's soil that is in situ still. Also es geht ja um bewegten Boden und unbewegten Boden. Das ist jetzt ein extremer Fall, ja, von bewegten und unbewegten Boden. Oben haben wir eine Muttererde, this is the topsoil. You can see right there. Then we have the plowed soil where it's starting to get mixed. And this is 30 centimeters, which is roughly about 12 inches. So you have a topsoil, 12 inches. Then you have plowed soil all the way to 70 centimeters roughly. And this is soil in situ. So, I mean, we're not going to have that deep areas, I hope, If you get into soil, I mean, you're all grown people, most of you anyway, grown men, and so if you get into situ soil, please stop digging at that time. Apart if you see it already, and everybody else sees you found the gold coin hoard and stuff like that, and then we start making photos and do it properly and so on. Okay? Please remember that. Also. The first area we're going to is Tandudel. This is one single family farmer house. I know pretty well. And all this is actually grass at the moment. I went day before yesterday. There is some that is about that high, and there's some on the field that is a little bit higher. But the farmer is so anxious that we detect on his ground. He really would like us to detect on it. We are going on that ground. And we're going to test and see that we can do as much as possible on the ground, and if it doesn't work out anymore, we will move on. But he's clearing out his garage, especially for us. He's putting seats in for us, so we can sit down, and it's going to be warm. We can put the beer in his shed and stuff like that. So he's doing all that kind of stuff. That's a little bit closer, more in. The historical map shows the road actually going through the permission, right there and along there. That used to be like marshland, woodland, what is now all pasture. A little bit about the history of this area. Also ein bisschen Geschichte über diese Gegend, wo wir jetzt dahin fahren. Das ist zwischen Siegenhofen und Arzthofen. Hofen ist ein keltisches für ein Einsiedlerdorf, sozusagen ein Hof gewesen. Also laut Geschichte von Deining, wenn man nachlesen tut, Arzthofen, Siegenhofen war keltischer. Erstmal Celtic. So what I'm saying is the Hofen actually means that it was like a Celtic, single farmland areas at the time where we get today. So the possibility of finding something Celtic is possible, but don't bet on it, okay? Just like that. But also at the same time, it's Kriegholz. Kriegholz doesn't mean actually war wood. Also es bedeutet nicht unbedingt Krieg in den Holz, sondern it used to be also plum. Old day, it's a very old fruit, and it's called Krieg also.
Also jetzt kann auch eine Zwetschge sein, dieses Kriegholz. Das wird anders, ein bisschen anders ausgesprochen, dann hat sich das so entwickelt. But we will see. The French troops actually went through there also. We're close to Dining. So we're talking First Coalition War, 1796. Okay, there was a battle, Ken just talked over when we came here. Der erste Koalitionskrieg, die Schlacht um Dining, August 1796. Französische Truppen sind da durchgekommen und auf der anderen Seite waren die österreichischen Truppen. Die Franzosen haben verloren. Mit General Bernadotte oder sowas. Okay? Second permission, Ritzermühle. This permission is very big. It is actually 160,000 square meters. So we're talking about, if you're fast, about 1 day of detecting just on that permission on its own. Same problem, grass. We're in the second week of August. Normally, they haven't cut the grass yet. The other thing is, the farmer hasn't used any chemicals on that permission for nearly 10 years now. So the soil should be very good. Or any farming deposits. Also wie gesagt, er hat keine Gülle versprüht oder Chemikalien auf diese Wiesen. Die sind ziemlich mager. So the grass is on some spaces like that, and some of them are going to be a little bit higher. But it is really detectable. I drove with my daughter, Sophia, that certainly drinks. Actually, to the permission, I took a look, and it should be okay. Okay? So, top part, that's where it always used to be fields, so looks pretty good. The bottom part, right here, there was actually a road that went through towards the mill. And it's called the Mühlenberg. And when you take it up, and that's right here, from Altmannsberg towards the mill, and that used to be the road towards the mill. So we could be finding all different kinds of stuff, lead seals and stuff like that, possible. No guarantees, that's always on my thing. I do not hide anything for you to find. Whatever is there is there. I've never detected on them yet, so it's all virgin ground, as far as I'm concerned, on both of them. The other thing is, Altmannsberg, Ritzermühle is towards Holstein. Holstein used to be the royalties, die Herrschaften von Holstein, that they later became kings of Bavaria, and so on. So that's where they had their sea. And we're about 1,000 meters away from them. So a little bit over a cliff, maybe 1,200 meters at the bottom part of the permission towards Holstein. Okay? So that's pretty cool. If everything fails, we have this one for Saturday also. This is, you saw I made a video already. It's a building ground, and the mayor of Dining gave me permission in writing. And he sent me the map we can detect on. And it's going to be a new building grounds where houses will be built. Also das ist eine neue, jetzt habe ich das deutsche Wort vergessen, wird heute drauf gebaut. Die schließen das gerade jetzt an Wohngebiet. Ja, heute noch eingefallen. Und dementsprechend, es sind schon ein paar Straßen drin, es sind nicht mehr ganz 50.000 Quadratmeter. Not quite the 50,000 square meters, but nearly there. So, and it used to be always fields. Other thing also, because it is actually dining on the hill, the Austrian troops were there during the First Coalition War. They were literally sitting there. They had all the stuff there. So I did a quick test run last week, I believe, Sunday, and I put a video in, and I showed the area, and within an hour I had 2 musket balls, and the crucifixes, a couple of crucifixes and so on, and I just went, just for quick detection on it, and I stopped and I decided it's going to be a good location, at least for Sunday maybe, because we ain't going to cover all the grounds. And if we get bored, Marcus said, if we finished all these permissions and we need some more ground, just in case, Marcus has given us the area up in Wildenstein.
time where we were last year we did this part right here. And if you remember, for the guys that were here, all the musket balls were at the bottom here. And this time we're actually on the other side. And to say something like that, if we go there, also falls wir da oben hingehen, also letztes Jahr waren wir auf der einen Seite, da sind die ganzen Musketenkugeln, die letztes Jahr da waren, die kennen Wildenstein da oben, das ist bei Kielheim in der Nähe. Nee, nicht Kielheim, Dietfurt. Diesmal sind wir auf der anderen Seite. Man muss dazu sagen, da oben hat der Markus, hat er was gefunden, was von keltischen war es, keltischen, ne? Das Fischmuster oder bronzezeitlichen. Also er hat es damals nicht erkannt, ich habe gedacht, lass es doch mal prüfen, sagen wir es so, weil das Fischmuster ist ja bekannt. When Marcus found a little piece of bronze, it had like the fish, you know, the stripes on it, and that's normally a sign of Bronze Age stuff. So he found a little piece of it, and it's supposed to be a piece of Dolch. Dagger. So the other pieces are still missing. Okay, so that we might find something like that. If you do find bronze, which is dark green, and it has some kind of the bones from the fish on it, you know, it's etchings like that, please record it straight away. Okay. So that's the area in close-up, and you can see that's 242,000 square meters. And you can put that into yards the same. I mean, we would never have finished that, that's for sure. And I think some of it is actually still, it's got corn on it or something like that, it hasn't been harvested yet. I think auf alle Fälle 242.000 Quadratmeter das Stück. Off limits, and these are all heritage sites. Okay, that's what it used to look like in the old days. It hasn't changed, the road is still the same. Die Straßen sind immer noch gleich wie früher. So the roads are still the same. And that was it, und das war's. Questions? Fragen? Is that ground that you're showing us originally, has that been ploughed? Which one? The ones that we're going to do tomorrow. It's past, yeah. Has it been ploughed recently or? No. No. So it should be very good because it's damp. Some of them is going to be a bit sandy, so you can get deeper into the ground. Also teilweise wird es sandig sein und teilweise wird es ein bisschen fester sein, der Boden. Oben in Dining, on the top where the building ground is, it's going to be more stone than earth. So, but you will see. Okay, that was it. If you don't have any questions later on, please sign your papers. And after we've eaten, you know, cattle one by one, come along and pay it up, and then we have a good evening, okay? Anything else? Irgendwelche Fragen noch? Sowas? Nix? Okay, off we go. So, und da ist der Attila, er ist schon sehr müde. Er will ins Bett und... Ich bin aufgeregt auf morgen. Echt? Oh. Okay. Sind wir alle. Nur Achtung, gell? Genau. Aschi, jetzt darfst du auch, jetzt bist du endlich da. Ich bin jetzt übrigens auch da, nach einer Horrorfahrt von circa 5 Stunden, obwohl es eigentlich nur 3 Stunden hätte dauern sollen. Und ganz zum Schluss waren die ganzen Ausfahrten gesperrt, wo die Autobahn eigentlich, also die Autobahnausfahrt war gesperrt und jetzt bin ich erstmal da. Super. Jetzt bist du satt, hast genug gegessen? Genau, genug Perfekt. Gegessen und so weiter und jetzt kann es endlich losgehen. Und es sind alle da von letztem Jahr, voll geil, außer? Hagi, leider nicht. Hagi Grüße an Hagi, ja? Genau, Grüße an Hagi und gute Besserung für deine Frau. Genau. Die Frau ist klar, Genau. Ja, schade, dass er nicht da ist. Achso, es sind übrigens auch viele Leute da, vielleicht habt ihr es schon erkannt hier, der Forest Researcher. Ja, perfekt. Oh, genau, den wir heute kennengelernt haben. Detection Attila, den kennt da jeder. Genau, richtig. Und So. wen haben wir noch? YouTube-technisch? Nee, halt, er nicht. Stefan hat aber keinen Channel. Das ist einer von den Jump and Jiver. Ja, aber hat er keine Videos. Wer fehlt noch? Der Gerd, genau, aber der ist gerade nicht da. Und hinten, da, hier. Hinten, die Schotten sind auch da. Der Markus, der Schatzung von Markus ist da.
Genau, und dann Ken und... genau, nicht zu vergessen natürlich unsere schottischen Freunde, Richtig. die wir letztes Jahr kennengelernt haben. Und dann sind wir zu denen gefahren und jetzt sind sie wieder hier. So, hier ist der Kreis frei. Und das ist ein Newcomer, ja? Sohn vom Gerd. Perfekt. So, jetzt machen wir mal Schluss, oder? So, Gerd, was gibt's Neues? Alles, was nicht Hast alt alles, ist. alles erledigt? Ja? Jetzt haben wir es geschafft. Ja, endlich. Rechnung ist bezahlt fürs Essen, ihr könnt jetzt ordentlich reinhauen. Genau. Und saufen ist separat, denkt dran, ne? Müssen früh aufstehen, ne? Ja, 8 Uhr, ne? Und immer schön lächeln, gell? Aber Sagst du natürlich immer. immer. Always keep smiling and Genau. So. Jo. Wir sind beschäftigt. Münzen rausgezogen. Ich weiß nicht, ich glaube bei 15 römischen Münzen haben wir aufgehört zu zählen. Und Es war letztes Jahr, ich mit meine 14 das ging. ja, genau das auch. Ach übrigens, man sieht übrigens, wie das Jahr vergeht. Er war letztes Mal, geh mal runter, Ohne ungefähr Witze? so, glaube ich. Was ist da passiert? Und jetzt, ich bin geschrumpft. Er ist immer noch so groß wie Was? vorher.